Willkommen bei Data Unity Essentials, diesmal mit der Frage, wie wir Prozentwerte über mehrere Kategorien darstellen können. Klingt kompliziert und bedarf auch einer Einleitung. Und zwar, der Auslöser war in diesem Fall Tom Martens. Er hat etwas gemacht, was ja sehr schockierend ist in der Visualisierungscommunity. Er hat tatsächlich empfohlen, Pie-Charts zu nutzen, also einfache Kreisdiagramme. Warum sind die eigentlich sehr unbeliebt? Also man denkt immer schnell an solche Horrorszenarien hier, komplett unübersichtlich, überladen, man kann einzelne Kuchenstücke überhaupt nicht vergleichen. Der Tom, er hat es aber in seinem Blog sehr gut begründet, warum er genau für diesen Anwendungsfall Kuchendiagramme verwendet hat. Also wer noch nicht dem Thomas Martens folgt, bitte hier bei MinzData einfach folgen oder bei LinkedIn für sehr fundierte Infos zum Thema Power BI. Jetzt aber zur Fragestellung. Dem Tom ging es darum, nicht nur das Verhältnis von drei Segmenten A, B und C zum Gesamten anzuzeigen, sondern eben auch, wie viele Segmente oder welche Segmente gerade 50% des Gesamtwertes ausmachen. Das Ganze habe ich hier nachgebaut als Fragestellung. Da habe ich hier dasselbe mit Balken dargestellt. Ja, auch hier, wir sehen die Verhältnisse, das ist klarer und besser, aber wir haben hier eben den Nachteil, dass wir die Prozentanteile nicht sofort sehen. Also ist das jetzt hier 50% oder nicht? Das ist nicht sofort ersichtlich auf dem einen Bild. Es hilft auch nur bedingt, hier das Ganze mit Prozenten zu visualisieren. Das sieht jetzt zwar schon zielführender und professioneller aus und wir können auch hier diese Referenzlinie mit 50% einblenden. Das ist hier versteckt unter Analyse. Können wir eine Bezugslinie einfügen beim Wert 0,5. Das Ganze kann ich auch mit Small Multiples umsetzen, hat aber dann den deutlichen Nachteil, dass wir hier bei den Segmenten eine feste Sortierung haben, die übergreifend ist über alle Small Multiples. Das heißt, wir haben eben nicht mehr diese Sortierung von groß nach klein, dass wir schnell sehen, was füllt die 50% aus. Und deshalb ist diese Achse mit den Kategorien eigentlich falsch besetzt. Deswegen habe ich hier das Ganze so aufgebaut, das wäre meine Lösung zu diesem Thema. Das ist dasselbe Diagramm mit Small Multiples, aber jetzt haben wir eine Sortierung und die verändert sich auch quasi innerhalb der Small Multiples. Also hier führt B zum Beispiel und hier führt C. Um diese Achse, die ist ausgeblendet, dann zu visualisieren. Wir sehen, da steckt ein Rang dahinter. Da habe ich erstmal diesen Rang eben berechnet. Haben wir die Summen, das Ganze von groß nach klein sortiert und daraus eine neue Tabelle generiert, die hier Ranking heißt, wo der Rang mit integriert ist. Und da sehe ich jetzt eben innerhalb von Gruppen, was ist jeweils das größte Kuchenstück quasi oder in dem Fall der größte Balken und eben unabhängig vom Segment. Dadurch, dass ich jetzt diese neue Info hatte, konnte ich diese als Achse verwenden und der Bezug zum Segment, der bleibt weiterhin über die Farbe erhalten. Das ist aber bei mir einfach eine bedingte Formatierung hier und da eben das Measure verlinkt, was wir hier sehen. Und das Measure sagt mir einfach, dass er je nach Kategorie das Ganze unterschiedlich einfärben soll. Hier ganz simpel gemacht, hart codiert, ist natürlich nicht nachhaltig, aber auch das könnte man ja aus einer dynamischen Tabelle beziehen, um dann wirklich das Ganze erweiterbar zu machen für mehr Kategorien. Es ist sortiert wie im Kuchen und wir haben trotzdem die mehr Infos aus den Balken. Ja, das ist meine Lösung für das doch auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so komplexe Problem, aber hat doch eine gewisse Tiefe. Das Ganze mit den 50%, wie setzen sie sich zusammen? Und in diesem Sinne hoffe ich, dass interessante Anregungen dabei waren und bis zum nächsten Mal.